Die berühmteste Geschichte über Cholera handelt von einer Wasserpumpe. Jon Snow ließ ihren Schwengel entfernen und soll damit die Epidemie beendet haben. Nur war der Ausbruch zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich im Rückgang. Warum erinnert man sich dann ausgerechnet an den Pumpenschwengel? Weil Legenden einen Helden bevorzugen, einen Gegenstand und ein sauberes Ende. Und die Beweise? Die sind unordentlicher. Ein Bakterium. Eine Stadt. Ein Arzt. Ein skeptischer Geistlicher. Und Wasser, das etwas Unsichtbares mit sich führte. Das hier ist also nicht nur die Geschichte eines Pumpenschwengels. Es ist die Geschichte einer Stadt, die lernen musste, ihr Wasser zu lesen. Cholera ist eine akute Darminfektion. Ausgelöst wird sie durch toxinbildende Stämme des Bakteriums Vibrio cholerae. Kommaförmig. Exakt. Ein Satzzeichen, das töten kann. Wenn genügend Bakterien eines toxinbildenden Stammes in den Darm gelangen. Ihr Giftstoff bringt Zellen im Dünndarm dazu, Salze abzugeben. Wasser folgt. Der Körper verliert das Wasser also nicht einfach nur. Er wird dazu gezwungen, es abzugeben. Durch plötzlich einsetzenden wässrigen Durchfall, Erbrechen und extreme Austrocknung. Wie schnell kann das gehen? In einem schweren, unbehandelten Fall kann ein Mensch innerhalb weniger Stunden lebensgefährlich austrocknen. Aber nicht jede Infektion verläuft so schwer. Richtig. Viele Infektionen verlaufen mild oder sogar ohne Symptome. Gefährlich ist der schnelle Flüssigkeitsverlust, wenn keine Behandlung erfolgt. Und Cholera war nie eine Krankheit schmutziger Menschen. Sie ist eine Krankheit verunreinigten Wassers oder verunreinigter Lebensmittel und versagender Systeme, durch die menschliche Ausscheidungen in das gelangen, was andere trinken. Beschreibungen, die an Cholera erinnern, finden sich in Südasien schon lange vor dem 19. Jahrhundert. Doch die erste anerkannte weltweite Pandemiespur beginnt 1817 in Bengalen, im weiteren Gebiet des Ganges. Das markiert die belegte Ausbreitung der Pandemie, nicht den Ursprungsort jedes Cholera-Bakteriums der Geschichte. Das Bakterium gehört zu einem komplexen Lebensraum im Wasser. Die Pandemie dagegen folgte den Bewegungen der Menschen. Dieses Muster kennen wir bereits. Die Pest folgte Handelswegen. Die Pocken überquerten mit Schiffen und Imperien die Ozeane. Cholera nutzte viele derselben Verbindungen. Doch sobald sie eine Stadt erreicht hatte, konnte verunreinigtes Wasser sie von einem Haushalt zum nächsten tragen. Ein anderer Erreger, ein anderer Übertragungsweg, dieselbe vernetzte Welt. Pilgerreisen, Handel, Truppenbewegungen und Schifffahrt. Die Kolonialherrschaft schuf nicht jede dieser Routen. Aber koloniale Armeen, Häfen und Handelsnetze weiteten viele davon aus, beschleunigten sie und stellten sie in den Dienst militärischer Macht. Ein Erreger kann eine geografische Geschichte haben, ohne dass die dort lebenden Menschen dadurch zu Schuldigen werden. Schuldzuweisungen erklären nichts. Übertragungswege schon. In den 1850er Jahren war London zu einer Stadt herangewachsen, für die seine alten Versorgungssysteme nie ausgelegt worden waren. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung bestanden aus einem Flickenteppich. Senkgruben lagen unter oder direkt neben dicht bewohnten Häusern. Brunnen schöpften Grundwasser aus unmittelbarer Nähe. Und Wassergesellschaften entnahmen ihr Wasser noch immer einem verschmutzten Fluss. Nicht jeder Haushalt war demselben Risiko ausgesetzt. Doch die Trennung zwischen Trinkwasser und Abwasser war unzuverlässig, uneinheitlich und bestand manchmal nur aus wenigen Metern beschädigten Mauerwerks. Die Stadt konnte riechen, dass etwas nicht stimmte. Sie verstand nur falsch, was dieser Geruch bedeutete. Wenn eine Straße stank, die Abflüsse überliefen und Menschen starben, dann erschien verdorbene Luft als durchaus vernünftiger Verdächtiger. Der Mechanismus war falsch. Aber die Beobachtung war nicht töricht. Denn das Muster war real. Genau. Gestank, Enge, unzureichende Abwasserentsorgung und Krankheit traten häufig gemeinsam auf.
Der Fehler lag darin, den Geruch selbst für den Überträger der Cholera zu halten. Sie sahen also die Bedingungen. Aber nicht das Bakterium, das sich über Wasser und Nahrung verbreitete. Und trotzdem konnte die Reinigung einer übel riechenden Umgebung Leben retten. Nur eben aus dem falschen Grund. Eine sinnvolle Maßnahme wird verlässlicher, wenn man auch den richtigen Mechanismus kennt. Die Geschichte überlebt eine weitere Korrektur. Nur knapp. In der Nacht vom 31. August auf den 1. September 1854 brach rund um die Broad Street im Londoner Stadtteil Soho die Cholera aus. Innerhalb von 10 Tagen starben mehr als 500 Menschen. Die endgültig verzeichnete Zahl lag bei über 600. Ein ganzes Viertel brach beinahe von einem Augenblick auf den anderen zusammen. Und Snow kam nicht ohne Theorie. Bereits seit 1849 vertrat er die Ansicht, Cholera werde durch etwas übertragen, das Menschen schluckten, häufig durch verunreinigtes Wasser. Am 3. September nahm er eine Probe aus der Pumpe an der Broad Street. Im Wasser ließ sich jedoch keine eindeutige Ursache erkennen. Also änderte er seine Methode. Er schrieb die Adressen von 83 kürzlich registrierten Todesfällen ab und suchte anschließend Familien und Nachbarn auf. Er rekonstruierte die Exposition. Wer hatte aus der Pumpe getrunken? Wer bevorzugte eine andere Wasserquelle? Und welche scheinbaren Ausnahmen hatten das Wasser der Broad Street trotzdem benutzt? Schuhsohlen vor Kartographie. Befragungen vor Legendenbildung. Und nun kommen wir zu dem Bild, das heute fast jeder mit diesem Fall verbindet. Zu der Karte, mit der Snow die Pumpe nicht entdeckt hat. Du verdirbst wirklich gern eine gute Enthüllung. Ich bringe sie nur in die richtige Reihenfolge. Die berühmte Karte entstand erst, nachdem der Pumpenschwengel bereits entfernt worden war. Snow nutzte sie, um seine abgeschlossene Untersuchung darzustellen. Sie machte die Todesfälle sichtbar. Sie häuften sich rund um die Broad Street. Aber die Häufung allein war noch nicht der Beweis. Entscheidend waren auch die scheinbaren Ausnahmen. Ein Arbeitshaus mitten im betroffenen Gebiet verlor nur wenige Bewohner und bezog sein Wasser nicht aus der Pumpe. Eine nahegelegene Brauerei verfügte über einen eigenen Brunnen und ihre Arbeiter bekamen Bier als Teil ihrer Versorgung. Auch weiter entfernte Fälle waren wichtig. Menschen, die auf dieses Pumpenwasser schworen, Schüler aus der Umgebung und eine Frau, die sich das Wasser wegen seines Geschmacks liefern ließ. Die Karte löste das Rätsel nicht. Aber sie machte einen Fall, der auf Befragungen, Vergleichen und Ausnahmen beruhte, endgültig unübersehbar. Snow überzeugte die Gemeindeverantwortlichen. Am 8. September wurde der Pumpenschwengel entfernt. Und die Epidemie endete. Das ist die Legende. Und die Beweislage? Der Ausbruch hatte seinen Höhepunkt schon Tage zuvor überschritten. Die Zahl der tödlichen Erkrankungen ging bereits stark zurück und viele Bewohner hatten das Viertel verlassen. Snow behauptete also selbst nicht, ein Stück Eisen habe die Epidemie beendet? Nein, er schrieb, die Erkrankungszahlen seien bereits zu weit gefallen, um die Wirkung der Maßnahme noch bestimmen zu können. Den Menschen den Zugang zu dem verdächtigen Wasser zu verwehren, war trotzdem vernünftig. Absolut. Vielleicht verhinderte es weitere Ansteckungen oder einen erneuten Anstieg. Beweisen lässt sich das anhand der Aufzeichnungen jedoch nicht. Henry Whitehead war der Geistliche des Viertels. Er kannte die Menschen dort besser als Snow und stand dessen Theorie zunächst ablehnend gegenüber. Er untersuchte den Fall unabhängig, ging scheinbaren Widersprüchen nach und erwartete eigentlich, Snows Theorie zu widerlegen. Stattdessen stärkte er sie. Monate später fand Whitehead eine mögliche Verbindung zum Beginn des Ausbruchs. Ein 5 Monate altes Mädchen in der Broad Street Nummer 40, das kurz vor der explosionsartigen Ausbreitung schweren Durchfall bekommen hatte. Ihre Mutter hatte verschmutzte Windeln ausgewaschen und einen Teil des Wassers in die Senkgrube vor dem Haus geschüttet. Weniger als 1 Meter vom Brunnen entfernt. Ein Gutachter fand beschädigtes Mauerwerk, durch das Fäkalien in Richtung des Brunnenwassers sickern konnten. War das Kind damit nachweislich der erste Cholera-Fall? Nein.
Sein Arzt vermutete später, dass es möglicherweise an akutem Durchfall und nicht an Cholera gestorben war. Whitehead fand eine äußerst plausible Kontaminationskette, aber keinen endgültigen Beweis für den ersten Fall. Der Skeptiker schwächte die Untersuchung also nicht. Er machte sie stärker, weil er bereit war, sich von den Beweisen überzeugen zu lassen. Snow identifizierte den Erreger nie. Mikroskope gab es bereits, doch eine allgemein anerkannte Keimtheorie und verlässliche Methoden, um einen bestimmten Mikroorganismus mit einer bestimmten Krankheit zu verbinden, entwickelten sich erst. Zur selben Zeit untersuchte Filippo Pacini während eines weiteren Cholera-Ausbruchs in Florenz Darmmaterial. 1854 beschrieb er darin jene gebogenen Organismen, die wir heute als Cholera-Bakterien erkennen. Seine Arbeit wurde weitgehend übersehen. In den frühen 1880er Jahren untersuchte dann Robert Koch die Cholera in Ägypten und Indien. 1884 gelang es seinem Team in Kalkutta, den Erreger in Reinkultur zu isolieren, ihn also getrennt von den übrigen Mikroorganismen zu vermehren. Damit legte es Beweise vor, die für die wissenschaftliche Gemeinschaft wesentlich überzeugender waren. Snow verfolgte also den Übertragungsweg. Pacini sah den Erreger. Und Koch machte es der Wissenschaft deutlich schwerer, ihn weiterhin zu übersehen. Überzeugend, nicht magisch. Auch die Wissenschaft ändert ihre Meinung selten in einem einzigen sauberen Moment. Der Erste zu sein und Anerkennung zu finden, fällt nicht immer auf dasselbe Datum. Die Cholera verschwand nicht wegen einer einzigen Karte, eines einzigen Arztes oder einer einzigen Pumpe aus London. Und auch Londons sanitäre Erneuerung war nicht allein Snows Verdienst. Sie entstand durch wiederholte Epidemien, Hygienebewegungen, Ingenieursarbeit, Gesetze, politische Auseinandersetzungen und schließlich durch den großen Gestank von 1858. Wasserentnahmestellen wurden verlegt, Trinkwasser wurde gefiltert. Das Kanalnetz wuchs. Trinkwasser und menschliche Ausscheidungen wurden zuverlässiger voneinander getrennt. Nicht besonders glamourös. Und größtenteils unterirdisch. Also genau dort, wo öffentliche Gesundheit oft ihre beste Arbeit leistet. Und was half den Menschen, die bereits erkrankt waren? Flüssigkeitsersatz. Thomas Letter erprobte bereits 1832 Infusionen mit Kochsalzlösung. In den 1960er Jahren zeigten Forscher, dass der Darm selbst bei schwerer Cholera Glucose und Natrium weiterhin gemeinsam aufnehmen kann. Damit wurde die orale Rehydrierung möglich. Sauberes Wasser mit Glucose und Elektrolyten im richtigen Verhältnis. Bei schwerer Austrocknung können weiterhin rasche Infusionen nötig sein. In ausgewählten schweren Fällen kommen außerdem Antibiotika zum Einsatz. Leitungen außerhalb des Körpers. Flüssigkeit innerhalb des Körpers. Beides stellt wieder her, was die Cholera aus dem Gleichgewicht bringt. Bei schneller und korrekter Flüssigkeitsbehandlung überleben mehr als 99% der Erkrankten. Cholera ist nie verschwunden. Die heutige 7. Pandemie begann 1961 und dauert bis heute an. Wo gewinnt die Krankheit heute an Boden? Dort, wo sicheres Wasser, Abwasserentsorgung, Überwachung und schnelle Behandlung versagen. Konflikte, Vertreibung, Überschwemmungen, Dürren, beschädigte Infrastruktur und jahrelange Unterfinanzierung können genau diese Lücke schaffen. Der biologische Mechanismus ist also bekannt. Aber jeder Ausbruch wird von seinen eigenen Strukturen und Umständen geprägt. Und welche Mittel stehen uns zur Verfügung? Sicheres Wasser und funktionierende Abwassersysteme. Früherkennung. Orale Rehydrierung und Infusionen. Antibiotika bei ausgewählten schweren Fällen und Schluckimpfstoffe gegen Cholera als zusätzliche Schutzschicht. Vermeidbar? Weitgehend vermeidbar und sehr gut behandelbar. Das Bakterium ist nicht mehr das Rätsel. Die Herausforderung besteht darin, die Menschen rechtzeitig zu erreichen. Wir erinnern uns an den Pumpenschwengel, weil man ihn sehen kann.
Was die Cholera tatsächlich zurückdrängte, ließ sich schwerer fotografieren. Befragungen, Vergleiche, Skeptiker, Kanalziegel, sauberes Wasser, Flüssigkeitsersatz, öffentliche Systeme. War das Wasser also der Bösewicht? Das Bakterium war der Erreger. Das Wasser war sein Transportmittel. Versagende Systeme machten den Weg frei. Da ist sie wieder, die Präzision. Du würdest dich beschweren, wenn ich damit aufhörte. Das würde ich. Manche Krankheiten hinterlassen Narben auf Körpern. Die Cholera hinterließ Baupläne unter unseren Städten. Und eine Warnung. Vorsorge wirkt oft unscheinbar, bis sie versagt. Jede Krankheit hinterlässt ihre Spuren. Wir verfolgen sie zurück.